Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Heute geht es weiter mit dem Millennium Falcon von Lepin. Vorweg, ich habe einige Anfragen bekommen, wo ich den gekauft habe und wie das mit dem Zoll geklappt hätte und mit dem Versand. Also gekauft habe ich den bei AliExpress und zwar bei dem Verkäufer, der hat mir netterweise seinen Namen hier auf die Beschreibung draufgeklebt. Gelida heißt der Shop, Gelida Toys. Hat gut geklappt mit dem Verkäufer. 14 Tage hat es gedauert, bis es da war. Rund 200 € kostet der bei AliExpress, je nachdem wie der Dollarkurs gerade so ist. Ich hatte die Versandmethode SF Express, das hat sehr gut geklappt. Ist direkt mit DPD bei mir an der Haustür abgeliefert worden. Dann kam mehrfach die Frage, wie das mit der Verzollung geklappt hätte, ob ich jetzt Zollgebühren zahlen müsste. Also dazu mal was Grundsätzliches. Immer wenn ihr was einführt von außerhalb der EU, was einen Warenwert höher als 22 € hat, ist das Ganze einfuhrumsatzsteuerpflichtig und das ist halt einfach Gesetzeslage. Der Warenwert setzt sich zusammen aus Rechnungswert plus Versandkosten, also sprich, wenn 15 € der Warenwert war, 10 € die Versandkosten, sind das zusammen 25 €, dann fällt OIST an, sind 19% sowie Mehrwertsteuer. Wenn der Warenwert über 150 € kommt, können auch noch Zollgebühren anfallen. Also dann ist je nachdem, was es da für Zolltarife gibt, die sind EU-mäßig geregelt, fällt halt auch noch Zoll an. Das kommt nochmal auf diese 19% drauf. Jetzt ist es so, wer öfter mal im Ausland bestellt hat, weiß, dass die Sachen teilweise einfach auf einmal zu Hause angekommen sind, ohne dass man selber beim Zoll war. Bei DHL Express heißt das, die haben es für einen verzollt und die wollen direkt bei Paketübergabe Geld haben. Sogar eine ganze Menge Geld, weil die nehmen sich mal 12,50 € plus Mehrwertsteuer dafür, dass sie das Ganze machen. Egal wie günstig das Teil war. Es wird sogar, wenn es teuer war, ich glaube 2% Minimum, 2% nehmen die und Minimum 12,50 € plus Mehrwertsteuer. Ja, also wenn man für 25 € was eingeführt hat, muss man dann halt dementsprechend die 19% davon bezahlen, plus fast 15 € für ihre Bearbeitung. Ähnlich sieht es bei FedEx oder TNT aus. Auch die verzollen meist direkt am Zollamt, wo es hier nach Deutschland eingeführt wird. Und nehmen dann halt schicken einem hinterher eine Rechnung, die man bezahlen muss. Aber oft genug kommen Sachen auch einfach so an. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also die kommen direkt nach Hause, sind durch den Zoll durchgegangen. Da steht dann ein Aufkleber drauf, zollrechtlich behandelt. Es sind keine Zollgebühren angefallen. Glück gehabt. Ist aber nicht garantiert. Es kann immer passieren, dass die im Zoll stichbogenhaltig einfach mal gerade deine Sendung rausziehen und dann wird da doch Zoll fällig. Bei DPD ist es meist so, dass die bei dem Zollamt vor Ort, wo du wohnst, halt die Pakete abliefern. Da kriegt man eine Benachrichtigung, muss dahin halt mit einem Ausdruck von PayPal oder von der Kreditkarte oder von der Bestellung, wenn man vorlegt. Und aufgrund dessen berechnen die dann halt die fälligen Gebühren, die man noch zahlen muss. Also wenn ihr sowas hier im Ausland bestellt, rechnet immer mit, dass auf euch noch Zoll und eventuell und Einfuhrumsatzsteuer auf euch zukommen. Wenn es dann nicht passiert, Glück gehabt. Ja? So viel dazu. Ansonsten gehen wir jetzt weiter mit dem Millennium Falcon. Den Schritt 1 hatte ich ja im vorigen Video schon zu Ende gebracht. Ich habe mir jetzt schon meine Tütchen hier hingelegt für den zweiten Schritt. Ja, und mit dem werde ich dann jetzt anfangen. Der zweite Schritt ist eigentlich hauptsächlich die Landestützen bauen. Das geht relativ schnell. Ich werde jetzt dann die, wie man hier sieht, an den Trägerrahmen anbringen. Die Landestützen sind montiert. Hat alles gut geklappt. Passform ist gut. Das ist das, was bei Stufe 2 übergeblieben ist. Weiter geht's. Ich habe jetzt hier alles für die dritte Phase vorbereitet. Das sind diesmal 13 Tüten. Ja, und das erste Mal haben wir jetzt hier auch Minifiguren mit dabei. Die werde ich jetzt mal auspacken.
Ja, hier wird dann jetzt der Unterschied zum Original Lego noch am ehesten deutlich. Die Figuren sind komplett zerlegt, wenn wir das gleich ineinander stecken. Und auch die Körper fühlen sich nicht ganz so stabil und fest an, wie das bei den Original-Minifiguren von Lego der Fall ist. Ja, das sind dann jetzt hier unsere beiden ersten Minifiguren, Chewbacca und C-3PO. Die Hände reinzuklicken, da braucht es ein bisschen Kraft für. Ansonsten haben sie sich ganz gut ineinander bauen lassen. Was sofort auffällt, ist, dass die Arme viel leichter wieder aus den Oberkörpern rausploppen, als das bei den Originalfiguren der Fall ist. Und halt die Bemalung ist nicht ganz so detailliert und fein, wie das bei den Originalen ist. Außerdem sind jetzt hier im dritten Bauschritt dann auch die Porks mit dabei. Und einmal hier die Armbrust von Chewbacca mit dem Schussmechanismus. Ich habe jetzt schon von mehreren gehört, dass die nicht so gut schießen sollen. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ja, jetzt haben wir hier den ersten Fehlbestand. Von denen hätten wir 2 gebraucht. Ist leider nur eine dabei. Ist jetzt nicht weiter schlimm, weil das ist ein Teil, wo wir trotzdem weiterbauen können. Ist nur halt ein bisschen ärgerlich, muss ich mir dann anderweitig beschaffen. Hier haben wir jetzt die ersten Aufkleber verbaut. Sind von der Art her, vom Druck her, völlig in Ordnung, würde ich sagen. Hier sieht man jetzt sehr schön den Aufkleber, der hier die Gänge darstellen sollen, die im Rasenfalken rundum führen. Ja, Schritt 3 ist fertig. Ein Teil hat gefehlt, ein Teil war in falscher Farbe dabei. Ansonsten hat alles gut gepasst. Auch die Passform und die Spaltmaße sind nach wie vor gut. Jetzt kommen wir zu Schritt 4. Diesmal sind es 11 Tüten, wobei eine Tüte auch diesmal wieder Minifiguren sind. Diesmal haben wir dann hier Han und Leia. Jetzt habe ich mal hier die beiden Minifiguren zusammengebaut, waren auch wieder in Einzelteilen, wie das bei Chewie und bei C-3PO auch der Fall war. Das Besondere jetzt an diesen Figuren ist, dass man bei denen, wenn man da die Haare abnimmt, auf der Rückseite des Kopfes dann das Gesicht mit Atemmaske hat, wie das halt bei Episode 5 ist, wenn die sich in dem Asteroiden verstecken und dann von Bord gehen. Ja, das gleiche ist bei Han Solo auch der Fall. Wie man sieht, die Figuren fallen erheblich leichter auseinander, als das bei den originalen Lego-Minifiguren der Fall ist. Ja, jetzt haben wir hier das erste Mal, dass wirklich die Passform etwas zu wünschen übrig lässt, beziehungsweise dieses Teil hier, das fällt immer wieder raus. Da werde ich dann wohl mal mit Modellbaukleber nachhelfen müssen. Ja, jetzt haben wir hier wieder ein weiteres Stück, was fehlt. Und zwar ist das hier diese Stange, die hier verbaut werden soll. Die fehlt. So, damit ist jetzt auch der 4. Schritt geschafft. Diesmal haben sich dann doch ein paar kleine Schwächen gezeigt. Es fehlten halt hier ein Teil und dieses eine fällt immer wieder raus. Und da werde ich mit Modellbaukleber nachhelfen müssen. Aber ansonsten macht er sich bis jetzt ganz gut. Das sind jetzt die Teile, die von Schritt 4 übergeblieben sind. Ich habe auch schon mal alles vorbereitet jetzt hier für Schritt 5. Sind diesmal 10 Tütchen, die verbaut werden. Los geht's. Ja, habe gerade festgestellt, dass dieses Teil hier doch nicht fehlt, sondern in dieser Tüte ist, wo die blauen Schläuche für den Antrieb von Millennium Falcon drin sind. Die Tüte ist unnummeriert und das muss man einfach wissen oder ahnen, dass das die Bauteile sind, die dann da fehlen. Bei Schritt 327 ist jetzt das erste Mal, dass man auf der Bedienungsanleitung nicht so richtig erkennen kann, wo was hin soll. Da haben sie wohl vergessen, die
roten Kennzeichnungen drauf zu machen. Also die Steine müssen hier oben hin. Ja, außerdem sieht man hier auch das erste Mal, dass die Steine von der Qualität teilweise nicht ganz so gut sind jetzt wie ein Legostein. So, Schritt 5 ist jetzt auch geschafft. Das waren hier die Teile für den Triebwerk. Da sieht man halt hier die blauen Schläuche. Die muss man auf alle Fälle nochmal nacharbeiten. Oder auch mal schauen im Internet, ob es da noch bessere Möglichkeiten gibt, das Ganze zu gestalten. Übrig geblieben ist bei Schritt 5 das hier ein Steinchen. Und jetzt kommen wir zu Schritt 6. Das sind vorne die Hörnchen vom rasenden Falken. Schritt 6 ist insofern jetzt ein kleines Problem, weil 6 und 9 sind auf den Tüten definitiv nicht zu unterscheiden. Ja, 6, 9, was soll es sein? Ich vermute mal, das ist jetzt hier alles 6, was ich hier habe. Ich für mich persönlich habe jetzt einfach mal entschieden, dass die Tüten, die mit Q gekennzeichnet sind, wohl 9 bedeuten sollen. Weil im Schritt 9 sind auf alle Fälle grüne Steine benötigt und die sind bei den ganzen 6er Tüten nicht mit dabei. Von daher werde ich das jetzt mal so probieren. Es sind diesmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tüten für diesen Schritt notwendig. Schritt 6 ist jetzt auch beendet. Jetzt kommen wir zu Schritt 7. Das sind die Teile, die bei 6 übergeblieben sind. Für 7 haben wir insgesamt 7 Tüten. Also ist einer der kleineren und leichteren Schritte. Da wird vorne in den Hörnchen quasi die Unterseite mitgemacht. Mein Fazit bisher ist, dass sich die Steine, die Klemmbausteine gut verarbeiten lassen. Man merkt allerdings teilweise doch, dass die Qualität einfach nicht ganz so hoch ist wie beim Original-Lego. Manche Steinchen, wie der eine, den ich euch schon gezeigt hatte, haben Macken oder sind verschrammt. Aber im Großen und Ganzen sind die von der Qualität in Ordnung. Was man merkt, sind, dass die Klemmverbindungen, wie ich auch schon im ersten Teil gesagt habe, nicht ganz so gut sitzen, wie das jetzt bei dem Original-Lego der Fall ist. Und was halt auch ist, manchmal sind die Gussnasen nicht so gut abgefeilt, dass man da mal ein bisschen nacharbeiten muss. Was mich wirklich stört, ist eigentlich hier hinten das mit den blauen Schläuchen. Das sieht nicht so schön aus. Da muss ich mir auf alle Fälle noch was anderes überlegen. Ansonsten bin ich bis jetzt recht zufrieden. Einige Teile haben gefehlt, aber nichts Wildes. Teilweise konnte man das dann mit Steinchen in anderer Farbe wieder ausgleichen. Ja, dann geht es das nächste Mal weiter mit Schritt 7.